Ja, herzlich Herzlich willkommen bei Starfield. Ja, wir spielen jetzt eine kurze Runde, damit wir nicht ganz umsonst online gegangen sind heute. Und sich das für mich nicht so ganz nach Scam anfühlt, was ich jetzt fabriziert habe. So. Mission, schauen wir kurz rein. Mission ist Undercover ausgewählt anscheinend. Dann machen wir das. Doch das. Auf der UC Vigilance sollen wir uns melden. Dann melden wir uns doch mal auf der UC Vigilance. Und zwar so schnell wie möglich, um keine Zeit zu verlieren. Du warst doch gar nicht weg, Andrea, oder? Warte, wo ist mein Cockpit? Nein, ich hätte direkt ins Cockpit einsteigen sollen. Ich weiß nicht. Wir haben doch das Schiff umgebaut. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Da ist der Bau, dann muss ich wahrscheinlich nach unten. Da vorne. Okay. Just here for a chat? Nee. So. Eigentlich war das auch Quatsch, ne? Ich hätte direkt in die Karte gehen können. So. So. Galaxie. Wo soll ich hin? Nach Sol, okay. Und ich hoffe, wir haben die Schmuggelware verkauft, sonst wird es gleich interessant. Ne, da will ich nicht hin, glaube ich. Oder? Will ich da hin? Da will ich irgendwie hin, aber da kann ich nicht. Maus, Landeziel, Kurs festlegen. Ich lege jetzt mal den Kurs fest, so. Reisen wie möglich. Achso, ich muss doch erst abdrucken. Natürlich muss ich erst abdrucken. Jetzt können wir reisen. Warte, machen wir es so. Und so. Dann so auf der Karte zeigen. Blub. Blub. Macht automatisch alles jetzt. Dann direkt hier irgendwo hin. Ja. Sprung. Muss ich was tun? Ach ja, warte. Ich glaube fast, ich muss das so machen. So, und das wird sie sein, oder? Oh, das ist ein großes Schiff. Ich will auch auf so einem großen Schiff wohnen. Erstmal rufen. Welcome, Captain. We've been expecting you. You're clear to dock at Docking Port 1. Dann docken wir mal. Und wir steigen direkt ein. Wir müssen jetzt nicht durch unser Schiff durchlaufen. Sprich mit Systef-Wache. Captain, it is pleasant to see you. Das ist die Systef-Wache, alles klar. Welcome aboard the UC Vigilance. Did you have any questions before I escort you to the commander? Kann ich das Schiff haben? I'm not authorized to divulge information about this vessel. Suffice to say, it's one of the toughest ships in the UC's arsenal. Okay, bekomme ich das am Ende als Belohnung? Ich will einfach nur loslegen. Understood?
If you'd follow me, please. So, you're the Greetings, vanguard Captain. that took down that terramorph on Tau City. You've made Schießen die Leute auf mich, wenn ich jetzt hier Sachen klauen würde? Dangerously low temperatures here. Keep an eye on your vitals. Er ist einfach weggelaufen ohne mich. Das ist ein sehr gutes Empfangskomitee. Soll mich hier abholen und dann läuft er einfach ohne mich weg. Während ich hier einfach nur ganz unauffällig in die falsche Richtung schleiche. Dockingschleuse-Computer. Yes? Aha. Was kann der so? Dockingschleuse 5. Unbesetzt, bereit. Okay. Da steht nur autorisierte Schiffe von der UC. Also gibt es auch Schleusen, also ich folgere daraus, dass es auch Schleusen gibt, wo nicht autorisierte Schiffe andocken können. Was auch total Sinn macht. So, ich habe mich verlaufen. Oh, da steht einer. Aber ich bin verborgen zum Glück. Kann ich hier rein? Entsperren Computer erforderlich. Mist, ich habe meinen Laptop nicht dabei, verdammt nochmal. Vielleicht hat der einen Computer in der Tasche. Wollte ich mich nicht beeilen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich wollte mich eigentlich beeilen. Wieso kann ich den nicht beklauen? Hallo? Ja, toll, jetzt geht er weg. Kann ich dich jetzt beklauen? Hey, Hey, na? Ich war gerade unsichtbar, aber ist ganz normal. Komm, wir gehen hier mal durch. Oh, Spinde, das ist immer ein gutes Zeichen. Da sind Taschentücher drin. Das ist aber nicht geklaut, wenn ich das jetzt nehme, oder? Nö. Oh, geil. Hanteln. Sehr wertvolle Hanteln. Ist ein Hanteln wirklich so teuer? Ich weiß das nicht. Ich bin unsportlich. Unzugänglich, okay. Lass den Commander besser nicht warten. Woher weißt du, dass ich zu dem will? Okay, hello. Okay, wir gehen erstmal zum Commander. Glaube ich. Ich weiß nicht. Wo bin ich? Anscheinend im Gefängnis. Ich will hier nicht sein. Warte. Ich gehe mal hier wieder rum. Für so ein großes Schiff ist es ganz schön klein. Ah, schau mal, der sieht aber nicht aus wie einer von denen hier. Ikande's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. Ikande, okay. Ja gut. Ach, es gibt einen Fahrstuhl, deswegen. Klar gibt's einen Fahrstuhl. Da darf ich nicht durch. pardon. Okay. Konnte man auch langsam gehen eigentlich? Ah ja. Howdy. Howdy! Dann spazieren wir jetzt mal hier ganz gemütlich. Rüber. Zum Commander. Der überhaupt keine... Das Bild da hinten... Woran erinnert mich das? Yes? What? Diese Bildschirme an den Wänden, also da, als da vorne. An irgendwas erinnern mich die. Vom Stil her. Borderlands, glaube ich.
Die sehen so gezeichnet aus. Das irgendwie erinnern die mich an Borderlands. I'd like to brief you on the mission, so please, pay attention. Okay, ich pay attention. Ah, there you are. Commander Kibwe Kande, UC System. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Tuala's offer. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber wenn ihr mir das Schiff dann am Ende überlasst, dann ist das in Ordnung mit mir. Well then, let's just see what we can do about that, eh? This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Beeindruckendes Schiff, aber wofür braucht ihr mich? Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Bring mich in ein Zimmer mit ihnen, dann überrede ich sie zu allem. Könnte ich probieren. Ansonsten komme ich halt allein aus dem Zimmer wieder raus. Mit Raffinesse allein macht man Piraten nicht auf sich aufmerksam. Ich nehme an, du hast schon einen Plan. I do. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship and you're looking at some serious fines. Das wollte ich, werde bestimmt von Polizisten aufgehalten. Klingt aber nicht nach dem perfekten Plan. Well, it's the best we've got. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Wenn das euer bester Plan ist, haben wir ein Problem. Ja, dann kann's losgehen, würde Eager ich to sagen. get going? Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them Ja, down. natürlich, ja, ja. Ich mache das nur wegen dem Geld. Und wenn ich Probleme kriege, was dann? Then you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. I'm not about to throw away someone's life on a whim or a prayer. Just use your best judgment. Trust your instincts. And watch your back. Ja, klar. Super, das klingt sehr vertrauenserweckend. Ich gebe mein Bestes. I wouldn't expect any less. Look, Ja, dein Arsch steht ja auch before nicht you auf der begin, Abschlussliste. I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Was soll das denn heißen? Ich gerate außer Kontrolle. Was soll das bedeuten? The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. Das ist so wie At bei first mir. glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Ich kann nichts sprechen. Ich kann den Kurs halten. Ich hab's nicht so mit Regeln und Vorschriften.
Kannst du mir vielleicht den Verhalten so ein Ethikkodex des Sith erklären? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Nein? Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Bin mir nicht sicher, ich kann nichts versprechen. I don't want promises. I'm just asking you to think. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. Also ich an seiner Stelle, wenn ich nach diesem Gespräch, würde ich mich ja nicht losschicken. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. Na toll. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Okay, dann gehen wir mal los. As you Ne? were. Wo soll ich hin? Hä? Ach, mit ihr da drüben reden. Ist klar. Schlendern wir mal dahin. Da. Hallo. All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Oh, ich kann nicht mitnehmen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Ich schreibe einfach selber was. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Wie oft muss ich jetzt eigentlich noch sagen, dass ich das schaffe und dass ich das mache? Oh, willst du darüber reden? What? No. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. Na gut, dann bringe ich so viele Beweise, wie ich finde. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Ich dachte, ich bekomme das Schiff hier. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Ah, was, ich kann also Leute da einsperren lassen und die später dann besuchen. Cool. Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Frechheit. Droht die mir jetzt einfach. We'll be here if you need us.
Okay, dann schlendern wir mal los.